Die Samsung Q995 GD ist die Messlatte für alle 2024er Soundbars, die Dolby Atmos Surround Sound in deinem Wohnzimmer versprechen. Und dabei ist sie gar nicht so teuer. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de und wir haben dieses Set aus Soundbar, Subwoofer und Rear-Speakern für euch getestet. Nach der Vorstellung der Soundbar werde ich vor allem darauf eingehen, was neu ist und für wen die Q995D die beste Wahl ist. Die Soundbar sieht genauso aus wie das Vorjahresmodell Q995 GC und gehört schon zu den größten überhaupt. Sie ist quasi genauso breit wie ein 55 Zoll Fernseher. Dazu kommt noch ein großer Subwoofer und natürlich die beiden Rear-Speaker. Selbstverständlich brauchen alle 4 Einheiten Strom, verbinden sich aber ansonsten kabellos. Das Design mit Kunststoffchassis und Metallgitter ist recht schlicht und die Verarbeitung gut. Optisch jetzt echt nicht spannend, aber so lenkt die Soundbar wenigstens nicht vom Bild auf dem Fernseher ab. Die Soundbar hat für die Verbindung mit dem Fernseher einen digital-optischen Eingang sowie den eigentlich vorgesehenen HDMI Enhanced Audio Return Channel. Es gibt noch 2 weitere HDMI-Eingänge, damit man die Soundbar zum Beispiel auch zwischen Blu-ray-Player und Fernseher schalten kann. Und weil alle Features von HDMI 2.1 unterstützt werden, sind auch PlayStation 5 oder Xbox Series X kein Problem. Der USB-Anschluss auf der Unterseite ist allerdings nur für Servicefunktionen gedacht. Als kabellose Verbindung für einen Zuspieler gibt es Bluetooth und WLAN. Damit ist bei einem aktuellen Samsung-Fernseher auch Wireless Dolby Atmos möglich, also ohne HDMI-Kabel. Auf der Oberseite der Soundbar gibt es 4 Tasten für die rudimentärsten Dinge. Mehr kann man mit der Fernbedienung einstellen. Die Fernbedienung sieht den alten Samsung TV-Fernbedienungen zum Verwechseln ähnlich, weshalb praktischerweise noch Soundbar draufsteht. Die meisten Dinge lassen sich mit den entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung auch schnell und einfach anpassen. Das ist auch gut, denn auf dem Display der Soundbar kann man leider echt wenig erkennen. Einerseits ist es nur breit genug für 3 bis 4 Buchstaben und hinter dem Gitter ohnehin schlecht lesbar. Neu ist aber eine Stimme, die dir vorliest, was gerade ausgewählt ist. HDMI 1, HDMI 2. Es kann helfen. Noch besser ist aber die Steuerung mit der dazugehörigen App. Diese funktioniert nämlich echt intuitiv und bietet noch mehr Möglichkeiten. Außerdem unterstützt die Soundbar Spotify Connect und AirPlay 2 sowie erstmals auch Google Chromecast und Roon, was auch irgendwie nicht verwundert, da Samsungs Tochterfirma Harman Limited Roon Labs erst letztes Jahr gekauft hat. Wo wir bei den ganzen Musik-Streaming-Diensten sind. Für klassische Musik gibt es wirklich bessere Optionen. Aber für Partys hat Samsung mit dem Party-Modus nachgeholfen. Alle Lautsprecher des Sets sollen dann balancierter und gleichrangiger spielen. Und tatsächlich, die Rears werden vom Support zum hochrangigen Party-Speaker. Wo du im Raum stehst, ist dann fast egal. Außerdem in der App zu finden, der SmartThings Hub. Damit können mit der Soundbar dann smarte Geräte im Haushalt per Sprachbefehl über Alexa oder Bixby gesteuert werden. Die Q-Soundbar hat ganze 22 Lautsprecher, mit denen 11.1.4 Kanäle erzeugt werden. 7.0.2 Kanäle aus der Soundbar werden durch den Subwoofer und 2 2.0.1 Rear-Speaker komplementiert. Und man will auch den Surround Sound hören. Schon Musik kann im Modus adaptiver Ton oder Surround aus allen Richtungen erschallen und auch wenn das jetzt nicht zwingend audiophil ist, so ist es auf jeden Fall beeindruckend. Dialoge sind gut verständlich und wenn du doch einmal etwas nicht direkt verstehst, dann hilft der Sprachverstärker. Der KI-Modus, der Stimmen herausfiltern bzw. Dialoge besser machen soll, funktioniert aber vielleicht noch
nicht wirklich toll. Der Bass aus dem externen Sub hat auf jeden Fall Wumms, ist eigentlich sogar etwas zu prominent, kann aber natürlich sehr leicht etwas heruntergeregelt werden. Und gegen Stress mit empfindlichen Nachbarn gibt es auch noch einen neuen Nachtmodus. Anders als bei vielen anderen Soundbars werden hier nicht einfach bestimmte Frequenzen heruntergeregelt, die nachts andere Personen stören könnten. Nein, stattdessen spielen hier nur noch die Rear Speaker. Der Grund dafür ist recht simpel. In der Regel sitzt du wesentlich näher an den Rears als an der Soundbar. Klingt komisch, aber das ist echt eine gute Lösung, denn der Klang bleibt breit und detailliert. Schon im Nebenraum hört man aber viel weniger. Nur bei Filmen, bei denen Dialoge sowieso niedrig eingepegelt sind, können die Stimmen dann etwas untergehen. Trotzdem eine wirklich sinnvolle Neuerung, wenn wir jetzt schon bei den Anpassungen sind. Mit SpaceFit Sound Pro vermisst die Soundbar regelmäßig dein Zimmer und passt den Klang dann darauf an. Praktisch also und eben noch weniger Arbeit, weil man keine extra Einmessung machen muss bei der Einrichtung. Wenn es jetzt aber um Kinofilme, aktuelle Serien oder Games mit Dolby Atmos oder DTS-X Tonspuren geht, dann zeigt die Samsung Top Soundbar wirklich, was sie kann. Töne werden präzise um dich herum positioniert und das nicht nur da, wo sich die Soundbar oder die Rear Speaker befinden. Es entsteht wirklich eine Kulisse, als wäre man mitten im Geschehen. Was die 4 Höhenkanäle angeht, so sind die für eine Soundbar echt beeindruckend. Man muss hier fair sein und zugeben, dass die Ortung der Geräusche nicht mehr ganz so klar ist, wenn sie über einem sind wie in der Ebene, aber es entsteht definitiv ein dreidimensionaler Sound, auch in schwierigen Räumen. Getoppt wird das von keiner anderen Soundbar, die wir bis jetzt testen konnten. Besitzt du einen aktuellen Samsung-Fernseher, dann kannst du das Setup mit Q-Symphony sogar noch durch die Lautsprecher des TVs erweitern. Dann spielen Fernseher und Soundbar zusammen. Einen allzu großen Mehrwert konnten wir jetzt hierbei aber nicht feststellen. Und das ist jetzt weniger Kritik an das Feature, als vielmehr ein echtes Lob an die Soundbar. Genauso können die neuen Music Frames, die man ja auch mit Q-Symphony mit der Q995 kombinieren könnte, nicht ganz mit dem Klang der Soundbar mithalten, beziehungsweise mangelt es hier auch einfach noch an Einmess- oder Anpassungsmöglichkeiten. Ein bisschen schade, aber vielleicht ist das ja eine Baustelle, auf der in den nächsten Jahren noch mehr passieren wird. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, also abonniere am besten unseren Kanal, wenn dich das auch interessiert oder du einfach grundsätzlich up-to-date bleiben willst. Es gibt ja eine ähnliche Lösung von Sony und dann sind da auch noch Dolby Atmos Flex Connect und DTS Play-Fi. Mich würde eure Meinung zu so einer Surround-Sound-Kombination echt interessieren, also schreibt sie unten in die Kommentare. Die Samsung HW-Q995D liefert einen beeindruckenden Dolby Atmos Surround Sound, der dich voll ins Geschehen eintauchen lässt. Und das ist noch gar nicht das Beste. Denn wahrscheinlich spätestens ab September kann man mit einem Preis von 1000 € oder noch weniger rechnen und damit ist sie auch erheblich günstiger als die besten Optionen von Sennheiser, Sonos oder Sony. Ja, so fair muss man sein, die Q995 ist nicht die schickste Option. Das Display ist zu klein und man muss erstmal genug Platz zum Aufstellen haben. Aber dafür ist sie super leicht zu bedienen. Es ist quasi Plug and Play. Also 4-mal Plug und dann erst Play, weil es eben 4 Boxen sind, die natürlich alle ihren eigenen Stecker haben. Aber dann ist die Samsung Soundbar die beste Option für Dolby Atmos unter 2000 € und sie kostet ja wahrscheinlich sogar nur die Hälfte. Erst wirklich echte Dolby Atmos Surround Sound Anlagen können da wirklich mehr. Und die sind teuer und nicht so leicht zu installieren oder zu bedienen. Die Q995D sieht nicht nur aus wie die Q995GC aus 2023, sondern sie klingt eigentlich auch zum Verwechseln ähnlich. Schlimm ist das auch gar nicht, denn die Q995GC war ja schon extrem gut
Und die Q995D setzt jetzt mit Roon, Chromecast und dem neuen Nacht- und Party-Modus einfach noch mehr Ausstattung obendrauf. Ein Upgrade lohnt daher nur bedingt. Eher würde ich bei Interesse an der Q995D die Angebote von beiden Soundbars überprüfen. Um euch das zu vereinfachen, haben wir beide Angebote unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch den Link zum ausführlichen Testbericht von Torben, genauso wie sinnvolle Alternativen. Oder ihr schaut einfach direkt dieses Video an.